Ja, servus Leute, ich bin der Basti. Ich bin die Svenny. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir fahren heute in meine Heimat. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns diese Folge einfach mal so ein bisschen meine Heimat, den schönen Schwarzwald an und nehmen euch dabei mit. Also holt euer Popcorn, macht es euch gemütlich und ja. Und wundert euch vor allem nicht, wenn wir gleich ein bisschen anders aussehen. Was? Wieso? Weiß ich auch nicht. Nein. Gut. War schön in Karlsruhe mit Svenja und Basti, oder? Das war richtig schön mit Svenja und Basti. Total lieb die zwei. Sachen sind gepackt. Seit längerem mal wieder im Van. Es ist verdammt kalt. Ich glaube, das wird die kälteste Nacht bisher für uns im Van. Aber wir machen jetzt erstmal ein paar Meter und dann zeigen wir euch, wo es als erstes hingeht im Schwarzwald. Schon alles an. Bereit? Den lassen wir noch vorbei, weil wir nicht so schnell unterwegs sind. Es geht gleich los. Los geht's! Vollgas! Haben wir alles zugemacht? Nee, alle Schubladen sind noch offen. Mann. Und wie weit sind wir gekommen? Also wir sind jetzt 10 Minuten gefahren, wenn überhaupt. Und was man da hört, ist unser Wasseralarm. Das heißt, irgendwo ist Wasser. Und das müssen wir jetzt mal gucken, ob wir es finden, verdammt nochmal. Wo kein Wasser sein sollte. Achso, Und ist das von hinten? das ist der an der Pumpe. So sieht's aus, in Svenny. Aber das kann ich nicht. Ich komme da kaum rein. Ich habe richtig die Dreisteckverbindung ist undicht. Also Svenny versucht gerade mal die Schlauchschelle wieder festzudrehen. Wir haben da so einen Dreierverbinder, wo 2 Schläuche von abgehen, 2 Wasserschläuche, und ich höre gerade, es ist zu groß, die Nuss, und jetzt kriegen wir das nicht richtig festgeschraubt. Und die Lücke da, um da ranzukommen, ist auch so klein, ich würde da niemals reinpassen, wie Svenny das macht. Das ist eh Oh ne, ich kann da nicht mehr rein. Oh, ich glaube, ich habe mich so umgeklappt. Also, perfekter Start für unser Schwarzwaldabenteuer. Sorry, wenn das Bild wackelt, aber Wir sind halb erfroren. Es ist jetzt circa 2 Stunden. Ja. 2 Stunden später, nachdem wir losgefahren sind. Wir sind ganze 15 Kilometer weit gekommen, waren jetzt gerade beim Baumarkt und mussten nochmal Rohrschellen kaufen und einen passenden Aufsatz für die Ratsche, damit wir die Rohrschelle nochmal festziehen können, die wir irgendwie nicht mehr dabei haben oder nicht mehr gefunden haben. Jetzt tropft es nicht mehr ganz so doll und wir hoffen, wir kommen zumindest 2-3 Tage. Da ist jetzt noch ein Handtuch drunter und drum gewickelt und morgen gucken wir es nochmal an. ich gucke mir da drin gar nichts mehr an. All Credits zu Svenja, die in diese kleine Lücke reinkrabbeln Weil kann. ich muss in diese Lücke reinkrabbeln. Jetzt sagt, das gucken wir uns morgen nochmal an. Ich glaube, ich spinne. Mach den Motor jetzt an, mir ist kalt. Also, tipptopp Auftakt.
Wir sind angekommen und wie ihr hört, die Standheizung läuft schon. Drückt uns die Daumen mit dem Wasser, dass das nicht ganz so doll ausläuft. Ich fange jetzt schon mal an zu kochen, weil Kochen macht den Welm warm und uns auch und wir haben auch schon richtig Hunger. Und Basti ist jetzt noch einmal kurz mit Peps rausgesprungen. Es liegt draußen Schnee. Das ist richtig schön, das ist richtig cool. Es war auch sehr matschig, weil es glaube ich hier auch ein bisschen geregnet hat, wie bei uns die letzten Tage. Ja, aber wir zeigen euch morgen, wie es aussieht hier. Ja, ist aber glaube ich eine eher einmalige Sache, weil das halt so ein... Nee, aber der klingt generell bei... Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind früh aufgestanden, nicht ganz so früh wie wir wollten, aber es ist noch ziemlich dunkel draußen. Wir hoffen auf einen Sonnenaufgang, aber es ist ganz schön bewölkt. Es hat geschneit! Und es hat geschneit. Kann man das erkennen? Nee, ne? Man sieht nur mich und die Kamera. Ja. Aber das gucken wir uns natürlich gleich an, denn wir laufen gleich mal los. Oh, es ist kalt. Guten Morgen auch von mir. Wir sind schon ein paar Meter unterwegs. Wir sind hier in Kaltenbronn im Hohen Moor und hier ist ein Aussichtsturm. Die Aussicht ist leider nicht ganz so gut, aber es ist alles so richtig schön mystisch und gefroren und ja, hier sind auch überall so Eiskristalle und es sieht richtig cool aus. Basti und Peps sind unten geblieben, weil mit Peps so viele Stufen hochlaufen ist nicht so gut. Die warten unten. Aber ja, deswegen bei dem kalten Wetter wollen wir sie nicht so lange warten lassen. Deswegen geht es für mich jetzt auch die Stufen wieder runter. Willkommen im Schwarzwald! Wir haben einen richtig schönen Winterspaziergang hier gemacht. War ganz schön aufregend, war auch dann zum Ende hin einiges los.
Und jetzt sind wir auf dem Rückweg und freuen uns auf eine heiße Tasse Tee. Oder Kakao oder Kaffee. Langsam sind die Füße und Hände ganz schön kalt. Das stimmt. Weit haben wir es nicht mehr. Ne. So, wir sind wieder im Warmen angekommen. Der Tee ist auch schon fertig. Die kleinen Brote sind auch schon geschmiert. Gibt's heute ein kleines Feschbar, leckeren Tee und dann gucken wir mal, was wir als nächstes aushacken. Cheers. Cheers. Hast du denn schon eine Idee? Erstmal gucken wir den Massen zu, wie sie jetzt hier anspazieren. Gut, dass wir heute ein bisschen früher dran waren. Langsam wird es richtig voll. Aber heute ist auch Feiertag, muss man dazu sagen. Hier bei dir. Thank you. Was soll ich machen? Einfach dir ein Brot nehmen. Danke. I punch my card, I know what it costs. Yeah, I put in the work that you don't. Day after day, I work and I play. Yeah, I'll do all the things that you won't. Even when my feet get tired, I will keep on moving higher. Wir haben zusammengepackt und sind weitergefahren. Der Parkplatz hat sich dann nämlich immer weiter und weiter und weiter gefüllt und wir mit unserem großen Fahrzeug haben da natürlich ein paar Plätze belegt. Ja, und also es war wahnsinnig voll. Es war dann auch an der Straße alles voll geparkt und ja, wir fahren jetzt weiter durch das Enzklösterle Richtung Freudenstadt und dann gucken wir mal, da wird es vermutlich nicht weniger voll sein, aber wir gucken mal, ob wir da irgendwo ein schönes Plätzchen finden. If you want a shot, just up in the ring. Yeah, I'ma shake your bones like thunder. Even when my feet get tired, I will keep on moving higher. Wir sind an der Zuflucht angekommen und das ist irgendwie ein ganz schöner Ort für uns, weil hier hat 2020 im Juni unser allererster Trip mit Groot stattgefunden. Mit Jackie und Tobi, 2 Freunden, und zwar im Sommer und nicht im Winter, aber genau der gleiche Ort und es ist richtig schön. Und jetzt haben wir hoffentlich gleich einen richtig schönen Sonnenuntergang. I don't want nothing at all, unless I can have it all. I don't want nothing, nothing at all. I don't want nothing at all, unless I can have it all. Nothing at all. Genieß doch einfach auch mal den schönen Sonnenuntergang, Peps. Der sieht eben nicht richtig krass aus. Damit haben wir heute nicht mehr gerechnet. Es war den ganzen Tag so neblig und bewölkt und alles. Und jetzt guckt euch das an. Kommt sie nochmal richtig raus. Hinter dem Holzkasten.
Guten Morgen zusammen. Ein Sonnenaufgang war uns auch heute Morgen nicht vergönnt. Die Sicht ist wieder sehr vernebelt. Wir sind aber schon mit Peppi eine Runde gegangen, haben alles zusammengepackt und fahren jetzt direkt mal weiter. Jetzt begeben wir uns mal auf die Schwarzwald-Hochstraße. Und wo es dahin geht, wird Svenny gleich nochmal sagen. Das vergesse ich immer. Also fahren wir jetzt erstmal los und dann gucken wir, wo es hingeht. Also, wir fahren jetzt auf die Schwarzwald-Hochstraße. Die führt von Freudenstadt nach Baden-Baden und ist einer der schönsten und beliebtesten Strecken im Schwarzwald. Und wir machen Stopp an der Hornisgrinde. Da ist ein kleiner See und ein Aussichtspunkt, auf den man hochlaufen kann und vor allem auch eine Toilette. Und danach machen wir noch Halt an der Schwarzenbachtalsperre. Was für ein Fact fällt mir dazu ein? Mir fällt immer nur dazu ein, da wurde ja auch schon James Bond gedreht. Ja, das ist doch ein guter Fact. Tell me that you feel the same. Never be afraid. I'll be there to hold you. Basti ist schon mal aus dem Auto gehüpft und nutzt hier die Gelegenheit und geht aufs Klo. Ich mache Kaffee und Frühstück und ja, dann stärken wir uns und dann gucken wir mal, ob wir den Weg zur Hornisgrinde hochwandern können, weil es ist schon wieder einiges los hier und mit der kleinen Pepper können wir gerade nicht so viel belaufene Wege gehen. Ja, da ist es irgendwie besser, wenn wir entspannt und mit viel Platz und mit nicht so viel Ablenkung unterwegs sind. Ja, Peppi? Wir sind jetzt ein paar Meter gefahren und Gott sei Dank ist die Sicht auch schon ein bisschen besser. Schade, dass wir trotzdem jetzt nicht zur Hornisgrinde hochlaufen konnten. Das ist nämlich echt schön da. Man kann da um den Mummelsee einmal rumlaufen und dann kann man, ich glaube, es dauert nicht mal eine Stunde, zur Hornisgrinde hochlaufen und dann hat man einen super Ausblick über den Schwarzwald und da ist auch eine kleine, etwas größere Hütte, wo man auch Kuchen essen kann und so und ja, also es lohnt sich wirklich, da immer vorbeizugucken. Nur am Wochenende kann es da schnell recht voll werden. Also oder am Brückentag. Oder am Brückentag. Ja, wir sind leider gerade zu einem Feiertag, Brückentag unterwegs. Da ist es bei Schnee sehr gerne sehr voll, aber auch bei Sonne. Also früh da sein lohnt sich. If you got a drum, I got your beat. Hier an der Schwarzwald-Hochstraße sind immer vereinzelt kleine Skihänge und unter anderem an dem nächsten Hang habe ich als kleines Mädchen angefangen Skifahren zu lernen. Hier hat die kleine Svenny Skifahren gelernt. Vielleicht ein bisschen anders als wir.
So ihr Lieben, der Speicher von unserer Kamera ist voll, die Akkus von der GoPro sind leer, das Handy hat nur noch 10%. Normalerweise wäre es ja alles nicht so schlimm. Aber wir sind sowieso am Ende von meinem kleinen Heimat-Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir waren jetzt mal nicht so weit in der Ferne, nicht so viel Neuland erforscht, aber dafür altbekanntes euch gezeigt. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust auf ein Schwarzwald-Mikroabenteuer bekommen. Yes, ist nämlich sowohl im Winter als auch im Sommer extrem schön. Falls ihr noch Fragen habt oder ein paar Hotspots, die euch noch interessieren, haut es mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Like da lasst und den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche und wir schauen mal, was wir da für euch in petto haben. Bis dann. Tschüss. Ja, servus Leute. Ich bin Benni. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir fahren heute Meine Heimat. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns diese Folge einfach mal so ein bisschen meine Heimat in den Schwarzwald an und nehmen euch dabei mit. Also holt euer Popcorn, macht es euch gemütlich und ja. und wundert euch vor allem nicht, wenn wir uns gleich ein bisschen anders aussehen. Was? Wieso? Gar nicht. Macht's Nein. gut.